Das Gäubodenvolksfest, kurz Gäubodenfest, in Straubing ist eines der größten Volksfeste in Bayern. Obwohl man im Gegensatz zum Münchner Oktoberfest zum Großteil auf einheimische Besucher trifft, besuchen alljährlich über 1 Million Besucher die am Festplatz am Hagen in Straubing stattfindende Veranstaltung. Parallel zum Gäubodenvolksfest läuft seit Mitte des 20. Jahrhunderts die Ostbayern-Schau, die mit jährlich 450.000 Besuchern zu den bedeutendsten und erfolgreichsten Verbraucherausstellungen Bayerns zählt. Der Name leitet sich vom Gäuboden ab, einem geografisch nur grob definierten Gebiet, in dessen Zentrum sich Straubing befindet. Das Gäubodenvolksfest beginnt immer am Freitag vor dem zweiten Samstag im August und dauert 11 Tage. 1812 wurde das Gäubodenvolksfest als landwirtschaftliches Vereinsfest im Unterdonaukreis durch ein Dekret des Königs Maximilian I. Joseph ins Leben gerufen. Im Mittelpunkt standen Zuchtschauen, landwirtschaftliche Anbaumethoden und Pferderinnen. Zunächst fand es nicht, wie heute, jährlich statt, weswegen 2008 trotz einer 196-jährigen Geschichte das Gäubodenvolksfest erst das 97. Mal stattfand. Von 1819 an fand das Fest abwechselnd in Straubing und Passau statt. Aus dieser Zeit stammen die Anfänge des Vergnügungsparks. Neben den landwirtschaftlichen Themen boten Kegelbahnen, Schießstände und Losbuden weitere Attraktionen. Zudem fanden schon damals festliche Umzüge statt, wie auch ein Feuerwerk, das noch heute den Abschluss am letzten Volksfesttag bildet. Ab 1837 teilten sich schließlich die Städte Landshut, Passau und Straubing die Veranstaltungen. Neben den Rennen und Ausstellungen wurde das Angebot laufend erweitert. 1848 wurden den Besuchern erstmals Kunsthandwerk sowie Gewerbe- und Naturprodukte präsentiert. Zudem wurde die Festwiese fortwährend ausgebaut. Die Festbesucher, mittlerweile aus München, Regensburg und Passau anreisend, betraten den Festplatz am Hagen durch ein repräsentatives hölzernes Tor. Seit 1898 fand das Fest ausschließlich in Straubing statt, zunächst allerdings nur im Zweijahresrhythmus. Dass das Fest im Umkreis, in Stadt und Land, im Gäuboden und im Vorwald großen Anklang fand, zeigen schon die damaligen Besucherzahlen. Etwa 25.000 Besucher kamen 1898, wobei Straubing damals nur etwa 17.000 Einwohner zählte. Das Fest zur Jahrhundertfeier 1912 fiel buchstäblich ins Wasser. Das nun offiziell Volksfest Straubing genannte Fest, es fand damals im September statt, ertrank im Dauerregen. Nach einer Pause durch den Ersten Weltkrieg fanden erst 1922 wieder eine Pferdescher und Pferderinnen statt, nun aber im August, was bis heute beibehalten wurde. 1925 zeigte sich das Volksfest wieder in Glanz der Vorkriegszeit. 1927 gab es sogar eine Misswahl. Während des Nationalsozialismus wurde das Volksfest zu Propagandazwecken missbraucht. Das Fest wurde umbenannt in Fest der Ostmark, die Verbraucherausstellung hieß Braune Messe. Nach dem Zweiten Weltkrieg fand erstmals 1947 ein Fest statt. Seit 1949 heißt es Gäubodenvolksfest und existiert in der heute bekannten Struktur mit Vergnügungspark und Verbraucherausstellungen für Landwirtschaft, Handwerk, Gewerbe und Industrie. Der wirtschaftliche Aufschwung zeigte sich im Volksfest. Die Ostbayern-Schau genannte Verbraucherausstellung wurde 1962 zum 150-jährigen Jubiläum auf 8000 Quadratmeter erweitert. Des Weiteren zählte man im Jubiläumsjahr 1962 rund 100.000 Besucher. Der Festzug hatte eine Länge von 5 Kilometern, 30 Musikkapellen wirkten mit. Nach dem Krieg wurde der zweijährige Rhythmus zunächst beibehalten. Erst seit dem Jubiläumsjahr 1962 findet das Gäubodenvolksfest jährlich statt. In der Folge wurde das Fest internationaler, seit 1971 sind die Partnerstädte Straubings vertreten und offener. In den Bierzelten zog neben der Blasmusik seit den späten 1960er Jahren Beatmusik ein. Heute existieren die traditionelle Musik und die Partymusik der jüngeren Generation nebeneinander. Zum 200-jährigen Jubiläum im Jahr 2012 wurde erstmals ein historischer Bereich eingerichtet. Der Festplatz wurde dafür im Nordwesten erweitert. In diesem Teil befinden sich neben einem Festzelt vor allem historische Fahrgeschäfte und Attraktionen. Auch nach dem Jubiläumsjahr wurde der historische Teil beibehalten.